Wie kommt man von der Schaltung oben zu dem Vektordiagramm unten? Das Gebilde sieht auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aus, ergibt sich aber aus immer denselben 3 Spielregeln. Man startet die Aufgabe mit einem Wirkwiderstand, zum Beispiel R1. Dessen Spannungs- und Stromvektor zeichnet man parallel auf 0 Grad. Als zweiten Schritt hängt man die nächste Teilspannung oder den nächsten Teilstrom an diese Vektoren dran. Wichtig für die Richtung dieses zweiten Vektors sind die beiden Merksprüche Kondensator, Strom geht vor, Induktivität, Strom zu spät. Als drittes verbindet man die Teilspannungen bzw. Teilströme zu einer resultierenden. Mein Name ist Jan Jello, ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule Köln und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Starten wir also mit dem Wirkwiderstand R1. Durch R1 fließt der Strom I1 und an R1 fällt die Spannung UR1 ab. Strom und Spannung sind schon mal 2 Vektoren, deren Länge hier erstmal keine Rolle spielt. Da R1 als Wirkwiderstand keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung erzeugt, liegen diese beiden Strom- und Spannungsvektoren parallel. Man legt also einen Maßstab für jede Einheit fest und könnte die Vektoren zeichnen. Aber in welche Richtung? Die Richtung kannst du anfangs selber festlegen. Die restlichen Vektoren werden an diese ersten beiden Vektoren drangehängt. Ich lege die beiden Vektoren auf 0 Grad. Die Länge der beiden Vektoren hängt von konkreten Berechnungswerten ab und ist für dieses Beispiel willkürlich gewählt. R1 ist damit abgearbeitet. Weil R1 Teil einer Reihenschaltung ist, bietet es sich an, mit der Induktivität L weiterzumachen. Denn hier fällt die Teilspannung UL ab, die sich zu UR1 addieren lässt. UL und UR1 bilden nämlich die Spannung der gesamten Parallelschaltung UAB. Da die Spule aber eine Phasenverschiebung zwischen dem Strom I1 und der Spannung UL von 90 Grad erzeugt, muss der Spannungsvektor UL senkrecht zu I1 gezeichnet werden. Der Spruch Induktivität, Strom zu spät, sagt aus, dass die Spannung UL dem Strom vorausläuft. Darum zeigt der Vektor UL auf plus 90 Grad. Da er ein Spannungsvektor ist, wird er aber nicht an den Stromvektor gehängt, sondern an den Spannungsvektor von R1. Die Vektorsumme der beiden Teilspannungen bildet die Spannung UAB der Parallelschaltung. Wegen der Phasenverschiebung darf man nicht die berechneten Beträge addieren, die wären größer als UAB lang ist. Die Addition der Vektoren berücksichtigt dagegen diese 90 Grad. Sie liefert daher den schrägen und kürzeren Summenvektor UAB. UAB ist, Achtung, das ist nicht jedem klar, dieselbe Spannung, die auch für den unteren Zweig gilt. Sie wird also auch durch UR2 und UC aufgebaut. Das heißt, der Vektor von UR2 startet am selben Anfangspunkt wie UAB. UR2 ist wieder parallel zu I2, weil R2 keinen Phasenwinkel erzeugt. Um den Vektor I2 kümmern wir uns später. Wichtig ist, dass UR2 dieselbe Richtung wie I2 hat. Dagegen weicht UC um 90 Grad von I2 ab, denn der Kondensator erzeugt einen Phasenwinkel von 90 Grad. Aber in welche Richtung? Kondensator, Strom geht vor. Wenn der Strom I2 als Orientierung schon festliegt und gegenüber UC vorgeht, geht der Spannungsvektor nach. Das heißt, UC zeigt nach rechts. Da wir die Längen der beiden Vektoren nicht kennen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die beiden mit ihrem rechten Winkel als Teilspannungen von UAB einzeichnet. Ich habe hier mal 3 mögliche Fälle eingezeichnet. Welcher Vektor wie lang ist, hängt von den Berechnungen ab, die wir in diesem Beispiel ja nicht gemacht haben. Ich entscheide mich mal für diese Version von UR2 und UC. Damit wären alle Spannungsvektoren gezeichnet. Jetzt geht es nur noch um die restlichen Ströme. Weil R2 keine Phasenverschiebung erzeugt, sind I2 und UR2 parallel. I2 hat zwar dieselbe Richtung wie UR2, wird als Strom aber nicht an einen Spannungsvektor, sondern an den Stromvektor angehängt. Denn laut Knotensatz bildet I2 ja auch im Schaltkreis zusammen mit I1 den Gesamtstrom I. Dieser Gesamtstrom ergibt sich im Zeigerdiagramm als resultierende aus der Summe der beiden Vektoren I1 und I2. Ich erwarte jetzt auch mit viel Spannung deinen Daumen nach oben und wünsche dir noch viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao.